Hallo, ich bin Lina und heute beantworte ich ein paar häufig gestellte Fragen rund um das Thema Benchmarking. Denn nachdem wir euch das Tool für Social Media Konkurrenzanalyse in Zusammenarbeit mit Social Insider vorgestellt haben, kamen noch so einige Fragen herein. Darum dachten wir, wir beantworten sie alle einfach gesammelt in diesem Video. Frage 1. Werden alle Content-Formate einbezogen? Hier wurde zum Beispiel spezifisch nach Instagram Stories, Instagram Reels und auch nach YouTube Shorts gefragt. Hier gibt es tatsächlich nur eine Limitierung bei den Instagram Stories, denn diese sind nur für die eigenen Profile zugänglich. Alle anderen Formate wie Reels zum Beispiel sind aber verfügbar. Frage 2. Kann ich private LinkedIn-Profile verbinden? Das funktioniert zwar schon in unserem Social Hub Content Planner, allerdings noch nicht im Benchmarking mit Social Insider. Hier kannst du aktuell nur LinkedIn-Unternehmensseiten verbinden. Haben alle Social-Media-Kanäle Zugriff auf die gleichen Metriken? Das hängt immer ganz von den Plattformen selbst ab und wie diese ihre Metriken selbst definieren. Und selbst im Meta-Universum gibt es da bereits Unterschiede. So gehören zu Facebook-Engagement zum Beispiel alle Reaktionen, Kommentare und Shares. Beim Instagram-Engagement hingegen zählen nur die Likes und Kommentare. Also es ist ein bisschen komplexer und es hängt wirklich davon ab, was die Schnittstellen so hergeben und, wie gesagt, wie die Plattformen selbst die Metriken definieren. Wie weit in die Vergangenheit kann ich mir das Engagement anschauen? Das kann man sehr schnell beantworten, man kann bis zu 12 Monate zurückgehen. Kann ich einen Unterschied zwischen organischen und bezahlten Beiträgen sehen? Ja, allerdings gibt es hier Limitierungen. Du kannst dein Meta-Werbekonto verknüpfen und somit den Unterschied für deine eigenen Beiträge sehen. Anzeigen von fremden Konten kannst du allerdings nicht ansehen. Kann ich bestimmte Beiträge oder Kampagnen markieren und mit ausgewählten anderen Beiträgen oder Kampagnen vergleichen? Ja, genau dafür ist der Strategiebereich da. Du kannst dir hier im ersten Schritt Posts zu bestimmten Kampagnen gruppieren oder per Autotag auch automatisch gruppieren lassen, damit sie immer aktuell sind. Im nächsten Schritt gehst du dann in den Bereich Campaign Benchmarks und findest hier den Vergleich all deiner erstellten Kampagnen. Wenn du noch weiter ins Detail gehen willst, kannst du dir auch jede Kampagne einzeln anschauen und sie dann manuell untereinander vergleichen. Kann ich sehen, welche Beiträge zu Peaks in den Auswertungen beigetragen haben? Ja, das geht allerdings nur auf Kanalebene. Das heißt, wenn du runterscrollst und dir dann einen bestimmten Kanal anschauen willst, wie zum Beispiel einen Facebook- oder einen Instagram-Account, dann kannst du dir hier bei der Engagement-Entwicklung einen Peak aussuchen, da draufklicken und siehst sofort, welcher Beitrag zu diesem Peak beigetragen hat. Kann ich die Accounts, die ich beobachte, wechseln? Ja, natürlich kannst du die Accounts auch wechseln. Allerdings solltest du beachten, dass es ein monatliches Limit gibt. Dieses wird zwar alle 30 Tage erneuert, das heißt aber nicht, dass du jeden Tag komplett alle Accounts hin und her wechseln solltest. Wenn du noch weitere Fragen rund um das Thema Benchmarking hast, melde dich gerne bei uns. Wenn genügend Fragen zusammenkommen, könnte es sogar ein Teil 2 von diesem Video geben.